Wir sind in Alaska, USA. Über den Top of the World Highway kommen wir nach knapp 300 Kilometer von Dawson City auf grober, unbefestigter Straße nach Chicken. Vor uns war in Dawson City eine USA-Reisegruppe mit 20 Busreisemobilen aufgebrochen. Allein 5 davon stehen hier im Goldgräber Town Chicken mit Reifenpanne. Neben den dahin gammelnden Schwimmbagger sieht man allenhalben Utensilien für das Goldwaschen. Gleich neben der Hütte ist die Waschanlage. Wir machen nur einen kurzen Stopp und dann geht es weiter Richtung Alaska Highway über Tok nach Delta Junction. Nach Delta Junction ist es dann der Richardson Highway, der uns bis Fairbanks bringt. Im wenig besiedelten Nordamerika wie in Kanada und auch in Alaska haben die wenigen Highways, die es gibt, alle einen Namen neben der Straßennummer. Hier in Delta Junction endet der offizielle Teil des Alaska Highways. Rings um die Kreuzung ist ein kleines Museum entstanden. Eine Temperaturskala zeigt die Tiefstemperaturen, die hier zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen wurde. Der Tiefstpunkt war mit -72 Grad am 6. Januar 1975. Wie überall im Norden steht die nun ungenutzte alte Technik neben der Straße und gammelt als Museum dahin. Rikas Roadhouse am Tanana River ist ein bewohntes kleines privates Museum. Mit einer freiwilligen Spende kann man sich umsehen, wie das Leben hier in früheren Zeiten war. Endlich sind wir in der Weihnachtsmann-Hauptstadt Nordamerikas in North Pole angekommen. Obwohl es bis Weihnachten noch einige Tage sind, dürfen wir dem Weihnachtsmann unsere Aufwartung machen und unseren Geschenkwunschzettel überbringen. Nach dem Besuch des Weihnachtsmannes fahren wir weiter zum nördlichsten Punkt unserer Reise nach Fairbanks. Von hier aus sind es etwa noch 300 Kilometer, dann wären wir am Polarkreis. Kurz vor Fairbanks können wir einen Blick auf die Alaska Oil Pipeline nehmen und bestaunen das Rohrreinigungsgerät. Ein Stück weiter könnte man erneut einen dahingammelnden Schwimmbagger besichtigen, aber die Eintrittspreise dafür finden wir unangemessen.
In Fairbanks besuchen wir das Museum für die indianische Kultur. Neben Lebensgewohnheiten und ausgestopften Tieren sind warme Sachen der Indianer zu bestaunen. Anschließend machen wir einen Stadtrundgang und freuen uns über die herrliche Blütenpracht, die hier nur von kurzer Dauer ist. Im Prinzip sind hier 8 bis 9 Monate Winter. Wie man damit klarkommt, kann man anschließend im Eismuseum bewundern. Wir sind in Fairbanks auf dem großzügigen Campingplatz untergekommen. Von hier aus starten wir die Erkundung Fairbanks. Heute gehen wir an den Pioneer Park, der den Erstbesiedlern Kanadas gewidmet ist. Wir haben den Nationalparkpass der USA für eine Jahresgebühr von $80 gekauft und können von nun an alle Nationalparks kostenfrei betreten, so auch hier den Pioneer Park. Den Abend verbringen wir in der Salmon Bake. Wir holen uns ein Pint Bier, anschließend bezahlen wir $30 pro Person und können den ganzen Abend essen, so viel wir wollen. Unsere heutigen Favoriten sind Rostbeef nach amerikanischer Art, gegrillter Alaska, Seelachs und Krebsfleisch zum Selbstauslösen. Tags darauf geht es weiter auf dem George Parks Highway bis zum Denali Nationalpark. Nur gut, dass wir über Internet einen Campingplatz vorgebucht und bezahlt haben. Sonst hätten wir keine Chance gehabt, hier unterzukommen. Im Park darf man nur die ersten 15 Kilometer mit Privatfahrzeugen befahren. Danach muss man Shuttlebusse benutzen.
Wir buchen im Visitor Center eine etwa 8-stündige Tagesbusfahrt bis zum Carl Ben Eielson Besucherzentrum und zurück. Mit dem Wetter haben wir einigermaßen Glück, es ist trocken und die Sicht ist gut. Die Spitze des höchsten Berges Nordamerikas, des Mount McKinley mit seinen 6193 Meter, ist nur an wenigen Tagen im Jahr zu sehen. Wir haben dieses Glück natürlich nicht, wir können es nur erahnen. Wir haben den Nationalpark bereits verlassen und sind auf dem George Parks Highway südlich von Mount McKinley angekommen. Der Denali Viewpoint Nord ist ein Parkplatz mit Übernachtungsmöglichkeit. Für $10 kann man hier übernachten. Noch herrscht reger Betrieb. Am Abend gehen die Wolken stark zurück und wir haben den Mount McKinley fast frei. In der Dämmerung haben wir das Glück, einen Seeadler beobachten zu können. Anchorage ist eine nichtssagende Stadt. Auf unserer Stadtrundfahrt kommen wir am Anchorage International Airport vorbei. Gleich daneben am Lake Hood befindet sich der weltgrößte Wasserflughafen für Wasserflugzeuge. Bis zu 800 Starts und Landungen gibt es am Lake Hood. Jede Menge Wasserflugzeuge schwimmen an den Ufern des Lakes. Aber nicht genug, nebenan sind noch jede Menge kleine Flugzeuge, die nicht das Wasser als Piste nutzen können. Anschließend fahren wir weiter gen Süden und wollen den Lachsen in den Flüssen zuschauen.
in Seewart angekommen, belegen wir mit unserem Wohnwagen einen Stellplatz direkt an der Bucht am Wasser. In der Ortschaft buchen wir eine Schiffstour zum Kenai-Fjord und wegen des schlechten Wetters wird uns empfohlen, diese Tour erst in 2 Tagen zu machen. Wir richten uns darauf ein und haben nun genügend Zeit, die Umgebung bei Regen zu erkunden. Wer keine Lust zum Wandern hat, sitzt im Regen an seinem Lagerfeuer und schaut in die Gegend. Am nächsten Tag sind wir in der Stadt an der Pier, wo die Fischerboote anlegen. Für Hochseeangler ist das hier ein Paradies. Man mietet sich ein Boot mit Skipper und fährt zum Angeln. Zurück vom Angeln wird erst einmal sein Tagesergebnis dokumentiert, ehe der professionelle Skipper die Fische filetiert. Heute Morgen geht es mit dem Schiff zum Kenai-Fjord. Noch hängen die Nebelschwaden in den Bergen. Aber je weiter wir an das offene Meer kommen, umso besser wird das Wetter. Unterwegs können wir verschiedenste Seevögel an ihren Brutstellen beobachten und sehen faule Seelöwen, die sich auf den Felsen gut gehen lassen. Vor uns im Eiswasser ist schon ein Schiff am Ayalik-Gletscher. Wir warten, bis es weiterfährt und dann sind wir dran. Wir genießen die Ruhe vor der Eiswand und wenn wir den Gletscher Kalben hören, ist alles schon vorbei. Es ist sehr schwer, ein Foto vom Kalben zu machen. Entweder stimmt der Zoom nicht oder es ist die falsche Richtung. Mit etwas Glück kann man auf den Bildern das Kalben erahnen.
Auf der Rückfahrt machen wir Halt auf Fox Island. Wir besuchen eine Ausstellung zu den Buckelwalen, beobachten Kanufahrer bei der schwierigen Anfahrt am steinigen Ufer und nehmen ein Abendbrot ein, welches zur Tour gehört. Übrigens, für diese Tagestour mit dem Schiff durften wir stolze 370 US-Dollar bezahlen. Wir haben Seeward verlassen und sind nach Anchorage zurückgefahren. Nach Anchorage geht es auf dem Glen Highway nach Palmer am Matanuska River. Kaum ist man von Seeward bzw. von Anchorage ein Stück weggefahren, ist man wieder ziemlich allein unterwegs. Nach 17 Tagen verlassen wir Alaska wieder und fahren auf dem Alaska Highway Richtung Whitehorse, Kanada. In Whitehorse biegen wir nach Süden ab Richtung Carcross, um weiter nach Skagway in die USA zu fahren.